Alleinreisen klingt nach absoluter Freiheit, aber gleichzeitig fragt man sich dann doch, okay, aber was ist, wenn mir irgendetwas passiert? Und ich kenne das Gefühl, ich reise seit einigen Jahren allein und bin auch der Meinung, dass wir Frauen immer etwas vorsichtiger sein müssen. Und darüber rede ich heute. Also willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und hallo, ne? Ja, hallo, habe ich vergessen. Ich habe vergessen, hallo zu sagen. Ich nenne euch jetzt einfache Basics, mit denen ihr euch sofort sicherer fühlt. Bei mir war das so auf jeden Fall. Und ich rede nicht über die Notfallapotheke. Ne? Lebenswichtige Medikamente sollte man natürlich immer einpacken. Die Vorbereitung beginnt immer zu Hause. Ich kann euch empfehlen, teilt eure grobe Reiseroute mit jemandem zu Hause. Es muss nicht die Familie sein, kann auch die beste Freundin sein oder der Nachbar von nebenan. Niemand muss wissen, was ihr jede Minute macht. Aber so gerade Daten wie die Adresse der Unterkunft, Hotelname, Name des Vermieters, Handynummer, wirklich Gold wert. Ich teile wichtige Daten immer mit meiner Familie, damit überhaupt jemand weiß, was ich so mache oder wo ich bin, und ich fühle mich auch gleich sicherer. Ich habe die wichtigsten Dokumente immer dabei, also einmal per Screenshot im Handy und einmal in einer Cloud. Ich kann das auch alles ausdrucken, aber wenn die Zettel verloren sind, dann bringt mir das auch nichts. Von daher finde ich eine Cloud besser, also für mich auf jeden Fall. Wichtige Dokumente sind für mich Tickets, Versicherung, Reiseversicherung zum Beispiel, Visum, ne, Reisepass, Bankdaten, damit ich die wichtigsten Dokumente eben immer bei mir habe. Ich habe auch immer 2 Bankkarten mit, eine sicher verstaut und eine im Portemonnaie. Ich bin nicht so der Fan von viel Geld mit haben. Ich habe auch immer ein Reisesafe mit. Im Hotel hat man sowas ja, aber nicht im Airbnb. Es gibt Reisesafes, die wiegen nicht viel oder die sind nicht so schwer, 200, 300 Gramm. Nimmt wirklich nur das Nötigste mit und vor allem habt ihr ja in der Regel auch noch eine Kreditkarte. Mit einer Kreditkarte kann man mittlerweile fast überall oder in vielen Ländern gebührenfrei zahlen. Das ist auch immer noch so ein Plus. Der nächste Tipp ist dieser kleine Helfer. Das ist eine Powerbank. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber ich sag's euch, wenn ihr irgendwo in der Pampa steht und ihr habt keinen Akku mehr, ist das die Rettung. Ist das die Rettung? Ja, mein Life-Changer. Außerdem lade ich Offline-Karten runter. Offline-Karten sind Kartenausschnitte eures Reiseziels ohne Internetverbindung. Ihr müsst sie nur vorab runterladen und sie bringen euch sicher ans Ziel. Und glaubt mir, ein Muss. Ein Muss für jede Alleinreisende. Nichts ist schlimmer, wenn ihr irgendwo seid und ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid. Ich fühle mich zum Beispiel auch immer sicherer, wenn ich erreichbar bin. Ich glaube, Erreichbarkeit ist heutzutage alles. Innerhalb der EU benutze ich zum Beispiel meinen ganz normalen Tarif ohne Zusatzgebühren. Außerhalb der EU kaufe ich mir in der Regel eine digitale eSIM. Ich habe also keine Karte, die ich mir besorge, sondern eine virtuelle Karte, habe trotzdem meine Handynummer, bin auch erreichbar, habe Internetverbindung. Man kann mich auch telefonisch über WhatsApp erreichen. Wenn ich im All-Inclusive-Urlaub bin, dann habe ich in der Regel keine eSIM, es sei denn, ich plane da auch jeden Tag irgendwie außerhalb meine Zeit zu verbringen. Ein wichtiger Punkt ist das Verhalten unterwegs. Gerade als alleinreisende Frau, mir hat man mal den Tipp gegeben, verhalte dich nicht wie eine normale Touristin. Das einfache Lächeln oder auch intensiver Blickkontakt kann in manchen Ländern nicht gut rüberkommen oder als Flirtversuch gedeutet werden. Vor allem bin ich der Meinung, sollte man sich nicht über Geld, Religion und Politik unterhalten, denn das sind wirklich Themen, die zu Konflikten führen können. Ne? Also man hat ja manchmal so das Gefühl, man möchte sich über Gott und die Welt unterhalten. Ja, kann man auch, aber nicht unbedingt über alle Themen. In manchen Ländern möchte man besonders alleinreisenden Frauen helfen oder vielleicht auch ausnutzen. Also man sollte nicht naiv sein, man sollte nicht unbedingt gleich vertrauen. Ja, auch wenn der heiße Südländer um die Ecke kommt und erstmal eine Story erzählt von, du bist 20 Jahre älter und egal, Liebe und hier, ja, mir schon klar. Ich will auch mein ganzes Leben mit jemandem verbringen, den ich erst seit 3 Tagen kenne. Ja, geht mir auch so. Also immer.
immer. Wenn man allein reist, muss man einfach anders handeln. Da muss man einfach anders organisieren. Von daher kann ich euch wirklich den Ratschlag geben, schafft euch Routinen. Ich habe auch immer einen AirTag im Koffer. Ohne das verlasse ich nicht das Haus. Lacht mich aus, ne? Aber ist ungelogen. Kann ja mal sein, dass mein Koffer verloren geht und dann weiß ich wo. Dann weiß ich wo, kann in dem Moment zwar nichts machen, aber ich weiß dann wo. Vielleicht fühlt ihr das Thema, vielleicht habt ihr andere Basics. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare und mehr habe ich nicht zu sagen. Nein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.